lieben Bike-Lives und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal ganz komisch nicht um meine Huskies, sondern wieder mal um die 150er. Die ist jetzt auch schon ewig nicht mehr bewegt worden. Das ist richtig krank eigentlich, weil im Sommer fahre ich überwiegend Supermoto oder Street Stunt oder wie man es auch immer nennen mag. Ja, ich habe mir gedacht, ich erzähle euch eigentlich nur mal die Story, wieso die 150er eigentlich keine Supermoto mehr ist. Und das ist einen ganz gravierenden Grund, weil ich bin stillgelegt worden. Also von der Polizei, also nicht einmal ich. Ja. Ich bin nicht einmal gefahren mit dem Motorrad, sondern das war der gute Philipp.bsk. Schaut bei ihm vorbei, er hat richtig krassen M4, also macht richtig krassen Auto-Content. Könnte ein bisschen krasser sein, aber ja, kann nicht alles haben. Und ja, ich erzähle euch einfach nochmal die Story, wie das Ganze passiert ist. Und zwar, ich war nicht da und Philipp wollte mit der 150er zu sich nach Hause fahren und wollte sie ausborgen. Und ich habe gesagt, ja okay, nimm's da, fahr einfach. Und er hat sie aus unserer Garage rausgeschoben, ist glaube ich 5 Meter gefahren und wurde aufgehalten mit... Komm mal her. Mit dem guten Exemplar hat dann, glaube ich, ins Messgerät von der Verkehrskontrolle, ich glaube 110 Dezibel oder sowas reingeblasen. Das hat den Polizisten gar nicht gefallen, aber ja, ich finde das so geil. Also das muss einfach auf einer Two-Strokes, geht nicht. Also ja, Enduro besser mit dem Original, zwecks Drehmoment und Leistungskurve und so weiter und so fort. Aber ja, und auf das hinauf haben sie dann das Kennzeichen abgenommen. Das ist bei uns in Österreich so, also bei uns wird nicht das Fahrzeug generell stillgelegt, sage ich jetzt einmal, sondern bei uns wird einfach nur das Kennzeichen runtergenommen, da kannst du es halt heimschieben. Aber das Motorrad dürfen sie dann nicht wegnehmen wie in Deutschland und dann irgendwie anschauen lassen. Ja, natürlich war ich dann halt komplett traurig, musste das Motorrad dann eigentlich auch vorführen, aber das nennt man bei uns Landesregierung, aber für das hatte ich einfach keine Zeit und auch ehrlich gesagt keine Lust und deswegen ja, habe ich einfach beschlossen, sie wird so ein Enduro, weil da brauche ich sie nicht angemeldet mit Kennzeichen, ja, und sie bleibt doch eine Enduro. Aber ja, jetzt habe ich irgendwie doch Lust bekommen, sie nochmal zu Supermoto umzubauen und vielleicht auch ein bisschen auf der Straße mit ihr zu fahren und ein paar Videos zu machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht Bock hättet, dass ich über den Winter das Motorrad vorführen gehe und dann über den Winter einen richtig geilen Sumo-Bild aus ihr mache. Lasst mich auf jeden Fall wissen. Ja, also das ist richtig blöd gelaufen, aber so als Enduro ist es richtig geil, das Bike. Also bis auf einen Kolbenreiber hat es mich nie im Stich gelassen, das ist jetzt schon der zweite Zylinder, aber ja, das ist halt die erste Generation 150 dpi, ist halt so, kann man nichts machen. Aber seitdem rennt sie wirklich top und ja, kann ich nur empfehlen, auch speziell für Enduro-Anfänger, ja, ist es sicher eine gute Option, da reinzustarten in den Sport. Mir hat sie teilweise schon ein bisschen zu wenig Leistung, aber ja, das ist halt Jammern auf hohem Niveau, aber es wird auf jeden Fall im Laufe des nächsten Jahres, hoffe ich, eine neue Enduro kommen, aber sie habe ich beschlossen, werde ich mir auf ewig behalten, weil, keine Ahnung, an dem Bike liegt mir irgendwas, die habe ich komplett neu gekauft, war auch so mein Einstieg wieder ins Bike Life, wo ich dieses eine Jahr mal pausiert habe und ja, mir liegt schon was dran. Ja, ich glaube, das war wieder mal genug Storytelling. Wie gesagt, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ich mit dem Bike machen soll. Und wenn ihr mehr Enduros-Videos sehen wollt, lasst mich auf jeden Fall wissen, weil das wird euch auf keinen Fall irgendwie erspart bleiben. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Und ja, ich wünsche euch nur das Beste. Merkt euch das eine, niemals aufgeben im Leben. Macht das, was ihr liebt. Nur dann könnt ihr auch meiner Meinung nach ein glückliches Leben führen. Ihr müsst das Motorradfahren, ist sicher auch bei 90% meiner Zuschauer auch. Deswegen kann ich nur den Rat geben, fahrt so viel wie möglich Motorrad und lasst sich von niemandem unterziehen. So.
Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video. Peace. Ice on my wrist, diamonds moving like never switching position. That's what money be in my bag. I don't think I for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball, roll to the wrist, and diamonds are froze. She wanna fuck, I'm nose, taking it down, dominoes, then kick it out, adios. Stacking the bread, loud the door, hold the wrist up. Don't know where the switch though, got my bands up. Think I need a brain stroke, we keep it lit. I can't let these niggas miss us, talking crazy, think you might